Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben aktuell extremes Aprilwetter. Letzte Woche habe ich in einem Sommerkleid aufgenommen. Heute habe ich eine gefütterte Hose an. Draußen sind unter 10 Grad und Wind. Wenn jetzt wie gerade die Sonne draußen ist, ist es eigentlich ganz angenehm. Und dann kommen wieder Wolken und dann wird es richtig komisch. Vorhin hat es sogar gehagelt mittendrin. Ja, ich verdecke hier mal den Rest mit meinen Fingern, damit ihr nicht gespoilert werdet. Ja, das Quadrat hatten wir ja neulich schon. Das habe ich vor dem Kinderwagen gemacht, weil ich da ja noch auf die Einschätzung der Tierärztin gewartet habe. Heute kommt dann mal was ganz Neues dran. Das habe ich noch nie mit ihm gemacht. Das habe ich auch nie mit Timmy gemacht. Geh zu. Ich bin mal ganz gespannt, wie das wird. Kann der Hummel heute endlich mal seine Weitsprung-Skills trainieren? Den muss ich mitnehmen, der muss ins Auto. Da wird er sich bestimmt freuen. Wo ist der Hummel? Er schläft noch immer in seinem Sessel. So sieht's aus. Seinem Sessel. Ich würde mal sagen, das ist nicht sein Sessel. Na, laut ihm schon. Kommst du mal mit? Komm, steh mal auf. Wer Pfoten schlecken kann, kann auch Sport machen. Es hilft gegen die juckenden Füße. Hüpft die ganze Zeit voll. Dann schneide ich mal aus. Ja. Als sei es Winter. Ja, aber auch als sei es Winter. Oder irgendwie so Oktober oder so. Timmy kommt einfach. Und Timmy geht Autofahren. Kommst du nicht in den Kofferraum? Ist kein Platz. Na komm mit. Nein, komm. Ey, das ist so klar, ne? Gerade ich war da noch voll Bock und sobald ich in den Garten gehe, er so, nö. Nein! Nicht ins Auto! Komm hier mit! Nein, auch nicht da rein! Ab im Garten! Hummel macht einen Abgang. Ja. Der Hummel. Hummel! Hummel, hier! 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 Ja, fein! Ja, fein! Was sieht's? Und Platz. Platz. Hummel, Platz. Platz. Und bleib. Ist zu warm. Bleib. Abkühlen verwenden. Guckt ihn euch an. So brav liegt er da. Timmy fährt jetzt weg. Und das gefällt ihm eigentlich nicht so. Er will eigentlich nach vorne und Timmy suchen. Finde ich sehr fein, dass er hier so schön liegen bleibt. Macht er sehr schön. Und Leckerlis haben halt doch so eine gewisse Anziehungskraft. Wir fangen wieder entspannt mit dem Bobbycar an. Dann noch ein bisschen Kinderwagen. Und dann das hier. Also es ist nicht hoch, es ist vor allem weit. Ich bin mal gespannt, wie ihr das findet.
Ich habe mich vorhin gewundert, warum lose Leckerlis im Gebäck sind. Naja, jetzt sieht man's. Die Tüte ist halt... hat ein riesiges Loch. Naja, das wird's erklären. Hummel hat Durst. Eigentlich ist hier so ein bisschen Wasser drin. Das hat er gerade ausgesoffen. So richtig begeistert war er nicht. Wasser habe ich leider keins dabei. Aber wenn ihm das bisschen Wasser, das da drin war, nicht gut genug ist, kann er noch nicht so durstig sein. Eigentlich hat es einen Vorteil, dass Timmy jetzt weg ist, weil jetzt mit der ganzen Aufregung hat er sehr viel Energie. Das würde er heute definitiv brauchen, weil er hat heute schon ganz schön was zu tun. Kann ihm definitiv nicht schaden. Also das letzte Mal hatten wir gar keine Probleme mit dem Kinderwagen, deswegen schauen wir mal. Das letzte Mal hat er die Kamera umgeschmissen und deswegen hatte ich nur 2 Sprünge oder so auf Kamera. Ich hoffe, ich kann heute ein bisschen mehr davon aufnehmen. Ja, Baby. Mit dem, das ist so gigantisch, das Loch. Mir fallen doch gleich alle Leckerlis hier raus. Okay, komm mal mit. Geil, Hummel, das war ja ein geiler Move. Fein. Mensch, das hast du ja geil gemacht. Dieser Hund hat unendliche Energiereserven. Wie er darüber fliegt, ohne auch nur ansatzweise müde zu werden. Hummel, das finde ich richtig cool, weißt du? Das ist richtig toll. Das macht richtig Bock. Und ich glaube, den Hocker, den wirst du auch richtig cool finden. Jetzt mal sehr, sehr gespannt. Es ist relativ weit, aber wir alle wissen, dass er definitiv, hier mal im Vergleich zu mir, wir alle wissen, dass er definitiv noch viel weiter springen könnte, wenn er das will. Ich sage nur Stangen. 3 Stangen hintereinander. Hummel springt über alle 3. Ohne sogar eine zu reißen, glaube ich sogar. Haupt irgendein Vieh an der Ecke. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hummel, wir lassen es einfach da hocken. Ich glaube, es ist eine Mücke oder so. Keine Ahnung. Wir lassen. Ja, es ist irgendeine Mücke oder so. Irgendwas, das fliegt.
Also das hat ihn jetzt eine Menge Konzentration gekostet. Ich musste irrsinnig viel Abstand lassen, damit er schnell genug wird, dass er da rüberkommt oder dass er sich darüber traut. Je mehr er in diesem Jump-and-Run-Flow ist, desto besser kann er springen. Deswegen, er stand dort hinten unter dem Baum. Die stand zwischen den Bäumen. Ich habe ein Video auf dem Handy, da sieht man mal richtig eindrucksvoll, wie weit das ist. Hier seht ihr mal das Video. Das Ding ist neu. Sieht aus wie ein ausrangierter Besenstiel oder so. Ist aber für einen ausrangierten Besenstiel sehr gut entstanden und sehr sauber. Ich weiß nicht, was es ist. Er stand eines Tages da hinten bei meinen Stangen. Und ich habe keine Ahnung, wer es da hingestellt hat und was es da soll. Aber es ist jetzt da. Es hagelt. Hummel, es hagelt. Die Sonne scheint und es hagelt. Sitz! Sitz! Hummel, sitz! Bleib! Das Wetter ist ja so abgrundtiefst komisch. Ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Nee, man sieht es leider nicht. Doch, da. Nee, das ist kein Hagelkorn, das ist Dreck. Okay, aber es hat gerade gehagelt. Die Sonne scheint, wo auch immer sie ist. Da irgendwo ist die Sonne. Und im selben Moment hagelt es. Das ist, weil diese Wolke da über uns war und die Sonne hat von da drüben unter die Wolke runtergeschienen. Man sieht es ein bisschen auf dem Hocker. Die Hageltropfen sind schon geschmolzen. Das war aber mal Hagel. Ich stand hier gerade und es hat gehagelt, während die Sonne schien. Und es ist inzwischen auch nicht mehr kalt. Ich habe inzwischen meine Jacke ausgezogen und meine Weste aufgemacht, weil ich hatte mich für die übelste Polarexpedition gekleidet und dann war es gar nicht mehr so kalt. Heute Vormittag war es noch richtig kalt und jetzt ist warm. Und die Tüte hat ihren Geist aufgegeben. Aber so richtig, das ist jetzt einfach ein... Da kann ich jetzt die Leckerlis rausnehmen. Ich brauche nicht mehr hier oben die Öffnung, das ist jetzt einfach eine zweite Öffnung. Hummel ist beleidigt. Ich fand, er hat es richtig cool gemacht. Man merkte, am Ende war die Konzentration irgendwann gleich 0. Aber gut, war ja auch anstrengend heute. Das nächste Mal will ich vielleicht die Bank da nehmen und die Kamera auf die Bank stellen und ein bisschen weiter weg, damit man so das mit dem Hocker ein bisschen besser sieht. Ich glaube, auf der Kamera kam nicht so toll rüber, wie es jetzt zum Beispiel auf dem Handy rüberkam. Der Abstand
der zwischen uns war. Und auch wie weit er da schon über diesen Hocker rüberspringt. Ich glaube, das sieht von ein bisschen weiter oben schon besser aus. Jetzt läuft er nach vorne und wird ziemlich entsetzt sein, dass der Timmy nicht da ist. Der Rasen sieht so schön aus. Es sieht wirklich aus wie im Gartenkatalog gerade. Weil jetzt ist noch grün genug. Das regnet noch genug. Bald wird wieder alles absterben, weil es nicht regnet. Jetzt fährt aber auch der Rasenmäher wieder. Deswegen ist der gerade so schön gemäht. Weil unser Rasenmäherroboter war den ganzen Winter kaputt. Und dann sah der Rasen immer ganz schön heftig aus. Weil wir den dann immer selbst mähen mussten. Ich bin mal gespannt auf Hummels Gesicht gleich, wenn er sieht, dass Timmy nicht da ist. Ja, insgesamt hat er es heute ja wieder sehr gut gemacht. Am Hocker wird bestimmt noch ein bisschen Arbeit nötig sein. Aber ich weiß nicht, wie viel man da machen kann. Ob der Hund wirklich begreift, dass er da in einem ganzen Stück rüberspringen soll. Ich weiß nicht, ob man ihm das beibringen kann. Auf jeden Fall nicht von einmal in der Woche ein bisschen hopsen. Der steht jetzt aber auch noch gar nicht auf dem Plan. Auf dem Plan stehen noch eine ganze Menge andere Sachen. Auch ein paar neue Sachen. Deswegen, ja, schauen wir mal an, was wir dann am Ende noch arbeiten müssen. Oder was wir aufschieben können. Nee, von hier ist gut. Das passt mir nicht, der Winkel. Ich mag den Winkel nicht. Ich möchte es höher haben.